Hier bei uns sind die Tiere eingezäunt, aber im Grunde genommen, ihrem Instinkt gemäß, wandern sie. In der Mongolei haben wir noch ganz uraltes Verhalten. Die Hirtenvölker, die Nomaden, zäunen ihre Tiere nicht ein, sondern wandern hinterher. Und ihre Jurten, das sind umgewandelte Spitzzelte, also Tipis und ein bisschen erweitert. Die kann man in einer Stunde, in einer guten Stunde abbauen und auf den Wagen laden und weiterziehen und die Herden bestimmen, wo es hingeht. Eigentlich ist das eine Art und Weise zu leben, ganz ähnlich wie die alten steinzeitlichen Großwildjäger, die den Bisons und den Mammuts hinterhergezogen waren. Und vieles von den kulturellen Verhaltensweisen der Mongolen haben sich gar nicht so sehr geändert seit der Steinzeit. Und das ist auch unsere Vergangenheit, denn auch hier am Rande der Gletscher haben wir in Spitzzelten im Sommer gelebt, sind den großen Tieren nachgegangen und hatten eine Kultur, wo Schamanentum eine große Rolle spielt, mit Schamanentrommeln, Reisen in die anderen Dimensionen des Bewusstseins. Die Pflanzen, sagen Ethnobotaniker, die diese Menschen verwendeten, werden noch heute in der Volksmedizin verwendet. Viele der Pflanzen, die wir hier haben und heilkundlich verwenden, die gibt es auch in den Steppen Asiens, in der Mongolei, wie zum Beispiel die Schafgarbe. Ich liebe die, bitter, fast ein Allheilmittel. Wundheilend, gut für Magen- und Darmverdauung und dergleichen. Also auch stärkt die Immunkräfte, wirkt gegen Viren. Es ist sehr interessant zu vergleichen, wie die Mongolen oder die sibirischen Völker, wie die Buryaten und die Wenken, dieselben Pflanzen benutzen. Und es ist oft sehr ähnlich und manchmal ein bisschen anders. Das ist ethnobotanisch bewiesen, dass es dieselben Pflanzen sind. Da gibt es in anderen Worten, eine Tradition, die viel tiefer ist als wie die Medizin, die auf die Antike zurückgeht oder auf den Nahen Osten, auf die gelehrten Medizin. Das sind ja analphabetische Menschen, die nicht lesen und schreiben, sondern die Phänomene direkt kriegen. Und sie bleiben nicht an der Oberfläche kleben, wie wir mit unserer Wissenschaft. Also es ist kein objektives Erkennen, sondern ein Hineingehen in das Phänomen. Das erlebt man noch immer, und das ist wunderbar, in den Grassteppen der Mongolei, die ich besucht habe, und auch bei den Völkern in Sibirien, beim Baikalsee. Das Schamanentum ist vollkommen lebendig und macht Sinn. Es ist nicht so Wochenendtrommeln und ein paar Federn in den Kopf stecken und in die Haare und dann sein Ego aufplustern, sondern es ist ein Dialog mit der Natur selber. Und ich habe versucht, mich da einzustimmen, habe mit Schamanen und Heilern geredet, auch mit Schmiedeschamanen, ich habe gesehen, wie sie da beim Schmieden das glühende Eisen leckten. Ich dachte, wie können die das machen, ohne sich zu verbrennen, zum Beispiel. Also und über solche Sachen und über die Pflanzen in der Mongolei und in Sibirien habe ich in diesem Buch berichtet.